Heute Mittag noch. Ich habe jetzt einfach nur zum Lachen angefangen. Junge, film mal in den Spiegel. Was passiert hier? Das war der Call. Someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Eine ganz normale Fahrt zum Barbershop an einem Freitagmittag. Und da sind wir auch wieder. Es ist 12:30 Uhr, wir haben ein paar Regentropfen, aber die halten uns nicht auf. Wie ich gestern eigentlich bei der Pressconference saß, war schon diese Grenze, die Jungs kennen's unter den Zuschauern. So es gibt so 2-3 Tage, wo du so in der Übergangsphase mit den Haaren bist, da geht's noch, und dann der 4. Tag ist dann so, Junge, jetzt musst du zum Friseur, und genau der Zeitpunkt ist gekommen, weil am Showday, ich bin hier nicht Mr. Mustache, ich bin nicht Mr. Irokese, ich bin nicht Mr. Vollbart, sondern Reach Maximum Aesthetic heißt, der Bart kommt ab, Zero Skin Fade und der Strich natürlich rein, um die deutsche Härte auf die Bühne zu bringen. Vielleicht gehen wir dann noch eine Runde Go-Kart fahren oder eher nicht, aber jetzt heißt es erstmal, Also, wenn du Lust hast. One Day Out. Ich bin letztes Mal One Day Out, vor 2 Jahren bin ich hier auch noch den Propeller geflogen. Schönes Vogelgezwitscher hier am Freitag früh. Ja, Freitag früh, Junge. Du hast heute lange Für mich geschlafen, Freitag gell? früh. Ich wollte gerade sagen, ja, bestimmt bis 10 in der Falle oder so. Da war bei mir schon Stefan da morgens, hat die Form gecheckt. Der ist jetzt rübergefahren zur Halle. Da ist nämlich jetzt, da geht die Show schon voll ab. Also eigentlich wäre ich ja, vor 2 Jahren wäre ich jetzt schon auf der Bühne gewesen. Dieses Jahr sind wir erst morgen dran. Was eigentlich schon geil ist, weil ich habe vorher noch eine halbe Stunde mit meiner Mom telefoniert. Ja, die Blähungen sind auch präsent. Hab mich hingechillt. Heute steht jetzt hier der Friseurtermin an. Und die ganze Woche waren so in meinen Handy-Notizen im Kalender, waren irgendwie so 7 Sachen an einem Tag. Und heute ist einfach nur Friseur und um 17 Uhr Training. That's live. Später fahren wir heim. Dann pose ich noch. Dann wird wieder gefressen, dann lege ich mich hin, dann dusche ich, dann esse ich, dann gehen wir zum Training, dann fahren wir heim, dann essen wir, wahrscheinlich Stefan noch kurz vorbei, dann lege ich mich hin, penne, voll geladen und wach morgen auf, fahre zur Wettkampfhalle, fahre davor nochmal zum Training und dann ist es soweit. Geil. E agora você paciência pra deixar. Oh, brother. Caralho, how you doing, man? Hey. Yeah, very strong. Yeah. Caralho, cara! Oh shit. Puta que pariu, cara! Caralho, velho! Faz 2 tulipas gigantes, mano. Porra, cara! Yeah, man. Ramon, ó! Goodbye, goodbye. Caralho, viado! Ready, man? We get in there. Hier ist geiles Licht. Caralho, cara! Ô, Porto, igual você, ó!
Caralho, cara. Igual tu, perninha. Tô chegando. Hey, doutor. What are you doing? Good, bro. So I'm in good hands here. I saw some fades, they definitely know what's up, so Yeah. I'm happy. But you also training, huh? Yeah. You're fucking jacked. From holding the bicep. Yeah. Good genetics here. You understand a little bit in A Portuguese? little bit, yeah. I mean, I spent some time in Brazil, and my brother speaks Spanish, but I'm like, Oh, really? I understand like dereche and stuff like this, but Portuguese and Spanish is very similar, yeah. Look at this. Hey, pai, vem cá. Pega a camisa. Look at this. No way. Nice. Men's physique, bro. Vai que não tá dando pra ler mais porque a barriga te chocou. In Germany, we say when you have a big belly, then you're rich. Oh, really? Ja. Der gute alte Wohlstandsbauch, wisst ihr Bescheid. Feels so good. Ja, Markus, lass dich doch tätowieren noch. Yeah. After the win, we get the Olympia symbol here. Yes. Tattoo. Nur wenn es ein Partner-Tattoo ist. Ja. First time Brazilian workshop? Yeah. So good. But definitely not the last time. Frisch, oder? Was sagt ihr? Thank you, my man. Olha o seu querido pai. Good luck, man. Thanks, appreciate it. Hey, thank you guys. Wir waren gerade weder im spanischen noch mexikanischen, wir waren einfach im brasilianischen Barbershop. Also klassisch sich bei der Konkurrenz mal die Haare schneiden lassen. Ich fühle mich auch einfach komplett fresh jetzt wieder. Das trägt natürlich dann zum Selbstbewusstsein auch noch bei. Und von dem her ja, steht dem nichts mehr im Wege. Fahren wir wieder nach Hause. Und dann geht der entspannte Tag weiter. Es gibt noch eine große Mission und die heißt Farbe, die mich dann wieder wochenlang verfolgen wird. Aber am Showday muss die sitzen und deswegen sehen wir uns spätestens, wir sehen uns daheim erstmal wieder und dann heute Abend beim Training. Wir wollen euch heute auf jeden Fall den Tag One Day Out, gerade den Abend, ja, einfach so nah wie möglich zeigen. Das Ganze wird irgendwann dann auch in eher so eine Vogelperspektive gehen. Ich will aber unbedingt, dass Markus auch bei uns schläft. Nee, aber haben wir besprochen. Der wird direkt morgen früh auch mit am Start sein. Wir halten den ganzen Tag drauf. Und vielleicht werde ich dann nicht mehr so viel reden und so, aber ich will einfach, dass ihr da ja, so nah dran seid wie möglich, wie wir es vor 16 Wochen euch versprochen haben. Deswegen Abfahrt. I think you can be the most popular bodybuilding athlete in the world in 3 to 4 years. I have
worldwide recognition before you know it. Hey man, thank you. Unser Bro. You good, you good. Ja Mann, dem muss ich eigentlich auch noch ein paar Design-Away-Proben oder so vorbeibringen. Dann kommen wir in 2 Jahren oder vielleicht irgendwann, wenn der Olympia wieder hier ist, kommen wir dann zurück. Und der steht wie der texanische Coleman 2.0 da. Sagt, man, since I took those vitamins and this whey protein, I'm into this. Pumpt sich da morgens einen rein. Das wäre aber echt so einer. Der wird da trainieren, in diesem Mini-Gym. Wird wahrscheinlich da vorne das KFC-Chicken laden, die 2 Buckets, und wird so explodieren. So, jetzt sind wir aber auch da. Hey, what's up, bro? Hey, what are you doing, brother? Oh my god. What are you doing here? You live here? I live here. Nice. So. Oh, you're recording a YouTube Yeah, video? I saw your video Where yesterday. are you from, brother? You're in it Bro, now. this is the best. He's gonna win the Yes, Mr. Olympia. sir. That's my boy. That's my And boy. that's my neighbor here. Yeah, that's my neighbor. You good? Yeah, bro. Can I take a picture real quick? Klar. Where are you from? I'm from Venezuela. Nice. Venezuela in the house here, supporting the bear. Oh my god, bro. Should I take it? Please. Oh Sure. my god, yeah. I have to be in the video. 2, 1. Hey, take Hey, care. I'm going tomorrow. I'm Yeah. You need to scream for me, okay? yeah, I mean, damn, bro, he's a man. He's a man. Er hat sein Amazon-Paket gesucht, habe ich gesagt, ja, das ist mir auch vor kurzem passiert. Dann habe ich mich gefragt, ob ich bei Olympia mitmache wegen der Jacke. Ich so, Bro. Ja, klar mache ich mit. Du müsstest den scammen. Ich habe gesagt, das zu meinem Freund, bin ich richtig ausgerastet. Oh, ist der hier? Und ich so, nee, nur ich. Denn der so, ja, ich kenne die von YouTube. Ich so, oh, bin ein Star, Markus. Und muss man dich schon da rausholen oder ist es noch okay für dich, ein Star zu sein? Gerade so. Nie mehr. Die Leute fragen schon, wann kommt Alishas Kochshow auf YouTube? Na, wusste ich. Wenn mich Markus Wolf produziert. Herr Schatz. Und man kommt nach Hause, kriegt keinen Kuss, man sagt nicht, wie schön man jetzt aussieht. Wunderschön. Ja, weil das ist immer der Approve. Es passt alles, wenn Alice sagt, Dreh. Alice sagt good to go, dann sind wir good to go. Da ist immer ganz penibel, haben wir Ja, mal voll der hat ablassen die mit paar beiden Haare. gemacht. Voll schön, Schatz. So, die Carbs wurden sich verdient. 150 Gramm Reis, 100 Gramm Ananas, 50 Gramm Chicken, 15 Gramm Honig und ein Zimtteppich. Ja, wilde Kombo, aber glaubt mir, das schmeckt. Müsst ihr mal daheim ausprobieren. Für euer Carb ab. Und danach dusche ich mich, lege mich hin. Dann heißt erstmal kleinen Nap. Die wievielte Carb-Mahlzeit ist es heute schon? Mahlzeit Nummer 4. 2,5 Liter Wasser sind jetzt ungefähr drin dann. Einen halben Liter habe ich dann noch. Und habe noch so 4 Mahlzeiten. Das heißt, du kommst auf wie viel Gramm Carbs heute? Knapp 1000.
Ja, ist auf jeden Fall diesmal, man merkt schon, mit der mehr Muskulatur, die man hat, muss man schon auch ordentlich auffüllen. Und ich war doch flacher als ich dachte, obwohl ich jetzt nicht extrem flach aussah, aber an Frühen, es geht auf jeden Fall viel. Es ist halt immer so das Spiel, wo man auch ausprobiert und wo halt das Peaking ist so, wie optimal stellt man sich dahin. Ob man zu leer ist, dann zu voll, es perfekt getroffen hat, ist immer so der Sweet Spot, aber ich glaube, Stefan mit den 20 Jahren Erfahrung weiß, was zu tun ist. Und ich befolge wie ein Soldat. Okay. Mhm. Shalom, Shalom. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Hallo, wo ist mein roter Teppich? Sitze. Ja. Salon da runter. Ja? Hoch. Bisschen hoch. Schon abgecheckt? Ja. Sehr gut. Der Stefan vorbeigeschaut. Ja, muss noch mehr tanken. Echt? Ja, und Stefan hat den Cookie Call gegeben. Jetzt gibt's Tanning und dann gibt's mehr Fressen. Scharf. Der Beuger kommt jetzt gut rein, der macht sich langsam voll. Wir beginnen es immer von den Beinen, aber Stefan sagt, in den Jungen muss noch was. Hey, how are you? Good. How are you doing? Jenna, Courtney, I'll see you guys later on. Hey, bye. Hey, Here. Yep. Yep. oh, the miracle pair has arrived. How are you, honey? Good. How are you? Good. Yeah, you're good. Hi, Allie. Good to see you, honey. Things are good. You're looking good. Eh? Well, thank you. Tired, but Yeah, but we don't see it yet, so. well, we don't. But that's okay. So I call feeling it good? one. Yeah, Yeah. You ready? definitely. Bigger, better, Whatever. and we get the best tan here, so that's what the. For all of you that have questions, that's Liquid Sunrays or LSR. Yes, sir. They already know. I love it. And Come on in, honey. I showed them the whole like preparing process. You and did? all the moisturizing action and all Honey, that. the Miracle Bear has arrived. Come on in, honey. Hi. How are you? You got a whole freaking crew. Yeah, Holy crap. yeah, Netflix is watching you. Oh my gosh. course. How is everything? Good? Great. Ready? And when I see this girl, it's even better. That's the only woman for my tan. That's like a lucky thing with her. When she always puts the tan on. Lucky charm a Kinda little destroyed. bit. Yeah. One Yeah. of these days it's gonna go. And she's official. She's like, He's gonna tell everybody. yeah. Tell him about your job. What you normally do. I'm a state trooper in Kentucky. And it's not like the normal police in Germany, because we all know the German police. They're like, yeah, can you please? She's like, motherfucker. Ready to do this? Yeah, let's get naked. So, machen wir es auch mal ganz offiziell. Markus kennt schon. Alright, leg out. Arm up. You super doc. Yep. Yeah.
Getting a brown bear now. Do this for me. Okay, I'm gonna do a little bit on your face. Are you okay with that? Yep. Okay. Whatever I want to do, right? You can do whatever you want. Maybe hold your breath on the count of 3, okay? No squinting, no nothing. So get it out of your system right now. Sure. Just still face, like this. Okay? 1, 2, 3. Perfect, relax. Look that way. A little bit further. Other way. And then look up for me, dear. Gonna travel the whole world with Yep, me. that's right. Personal tanner. Ja. Okay. Just drive for a few minutes. Und könnte auch Personal Security sein. Ja, Personal Security. Huh? That's right, yeah. Even though I can't do anything else. Don't mess with my tanner. Ja, die einzigsten 2 Frauen, die mich nackt sehen. Und ein ganzes Kamerateam. Ja, aber unter Männern. Ich fühle mich, weißt du, wie ich mich da fühle? Ja. Das hat auch jeder von euch im Gym gehabt. Das erste Studio, wo man ist, auf dem Dorf. Da ist immer ein alter Sack, Ü50 in der Umkleide, der immer so dran steht und dann rauskommt aus dem Duschen. Und Männer, wie läuft's im Training? Alles gut bei euch? Und fängt dann an, sich einzuschmieren. Genau der bin ich gerade. Der Opa, wo man sich eigentlich denkt, Bruder, zieh dich doch einfach an und wir reden danach kurz. Der dann auch noch auf dich zukommt, Junge, Servus. Aber nice. Aber ohne Scheiß, Ja. sieht schon richtig gut aus mit der Farbe. Man muss sich das ja vorstellen, für alle, die jetzt noch nicht so viel Bodybuilding-Luft geschnuppert haben oder sich damit beschäftigt haben. Wir erreichen ja auch immer neue Leute. Die Bühne ist extrem hell, also es ist extrem viel Licht dort. Und wenn man sich da weiß, wie eine Kalkleiste hinstellt, tut dementsprechend das Licht die alle Konturen und Farbe nehmen. Und deswegen muss man dagegen steuern, dass es morgen eher wieder so gut getannt aussieht. Und wenn man dann einem normalen Licht begegnet, ist es eigentlich schon fast zu dunkel. So. Das ist dann immer optimal. Aber genau, immer der gleiche Prozess. Jetzt stehen hier die Dinger und dann wird man abgeföhnt. Ist alles sehr kalt. Also wer denkt, so wie die Farbe aussieht, nach schön braun, Sonne und Ding. Das Tannen ist immer so. Morgen früh ist dann wahrscheinlich draußen noch kalt, dann stehe ich erstmal so drin. Aber was man nicht alles tut für den Sieg. Und für eine Bombenform da morgen, Alter. Jetzt ist der Schlachtplan auf jeden Fall gemacht. Und dann füllen wir den Kerle noch auf. Turn around. Give me your arms down. All right, dear. You can get dressed. Cool. Yeah. Which time are you here tomorrow? Yeah, what time you want to come in the morning? Schatz, wann morgen früh kommt? Wann morgen früh? Ah, she already. Listen, let her handle everything. Ja. Die Frauen, die machen die Termine. Die Männer kommen einfach nur und lassen sich ansprühen. So. Wann bin ich morgen hier? Wir kommen zwischen 7 und Viertel 8. Wann bin ich auf der Bühne? Um 9, aber wir müssen dann noch ein paar Mal rüberlaufen. Zum Convention Center. Da ist 15 Minuten über die Brücke. Ich würde ja früher kommen, weil ich habe ja noch Make-up. Nee, das macht sie dir morgen schnell. 5 Minuten, als ich brauchst du das Make-up. Um 7 sind wir da. Kurz vor 6 Um 9 bin ich auf der Bühne, gell? Okay. Wir gehen dann hier so um 7:30 Uhr raus, noch schon 1,5 Stunden. Deswegen habe ich gesagt, um 7 kommen wir. Frau weiß Bescheid, dann stehen wir um 6 Uhr auf. Bye. Bye, see you. Thank you, buddy. Appreciate that. Dude, my heart just Oh my goodness. Thank you so much. Hey, thank you guys. Had a Can't good wait day to see you today? tomorrow.
Yeah? Can't wait, you got this. Can I get a picture with you too? Bro, Dude. Got it. you can cheer for me, Hey, guys. keep Oh, your of energy course, up, of course. Keep your energy up, man. See you tomorrow. Let's go. Was man nicht alles macht für einen Moment gut aussehen. Floor 1. Judy. Ich habe jetzt einfach nur zum Lachen angefangen. Junge, film mal in den Spiegel. Was passiert hier? Hallo Olympia. Das war der Call. Das ist der Moment, wo man dann Angst von sich selber kriegt. Also war es noch relativ viel. Super. Safe, safe. Warst du zuerst mal kacken? Nee. Aber kommt, es bahnt sich jetzt schon so ein bisschen an. Spätestens nach den Outs dann. Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich die jetzt noch Ja. einmal rein, damit das über Nacht schön die Aber hast du im letzten, Kacke anschiebt. warum hast du im letzten kein Fett mehr dann? Weil die Oats, was die Oats genug sind und die durch die Haferflocken oder durch die Ballaststoffe werden die ja schon langsam verdaut und da ist der Brei drinnen. Und wenn ich das noch mehr einklammer, kann es nach den vielen Mahlzeiten wie ein Stoppel sein, anstatt dass ein Schieber ist. Gell? Das ist so der Grundgedanke. Spätestens am Morgen früh nach dem Kaffee. Maestro, Alter, da drüben. Das ist einfach Maestro. Vorhin die Tür aufgemacht. Ne, da warst du nicht da. War noch kurz bei Stefan. Der guckt mich an. Ich guck den an. Der geht. Aber wir brauchen noch 4 Meals. Heimgegangen. Kurz an seine verrückte Professormaschine gesetzt. Und ja, Vorhin hat mir Essen gebracht und hat er mir vor der Haustür die Wäsche runtergerissen. Ja. Zur Zwischenbegutachtung. stand hinten in der Tür. Was? Aber der legendärste Formcheck war in Mexiko am Flughafen. Oder wo war's? Nee. Irgendwo sind wir mal am Irgendwo. Flughafen. Ich aus dem Flieger raus, erste Amtshandlung auf amerikanischem Boden. Direkt erstmal ins Klo. Formcheck gedreht. Sehen wir uns morgen? Ja, mit Sicherheit. Tschüss. Ich glaube Mehl 8 oder so. 150 Gramm weißer Reis, 50 Gramm Chicken, 100 Gramm Ananas, 20 Gramm Mandelbutter. Ich habe es gerade schon zu Markus gesagt. So richtig Bock habe ich eigentlich auch schon fast nicht zu essen, weil das Ganze mit Zimtteppich ist halt nicht ultra schmackhaft, aber wir wollen voll kommen und wir wollen prall kommen und das ist der Weg dahin und deswegen ist das vorletzte Meal für heute, bevor es ab in die Falle geht und dann wird die Nacht ihren restlichen Charme und ihre Wunder wirken lassen und Polacco prall, hart und wunderschön machen.